Sparrow beruht eigentlich auf einer Firmengründung aus dem Jahr 2011, als ich begonnen habe, für eine Pharmaziefirma radioaktive Krebsmedikamente, damals und mit eigenen Flugzeugen dieser Pharmaziefirma zu fliegen als Kapitän. Dann hat sich 2014 die Möglichkeit ergeben, eine internationale Ausschreibung der EU, dass das AKH Wien Dienste braucht, ein 24/7 Dienstrad für Transplantflüge, und seit 2015 fliegen wir exklusiv für das AKH Wien. Dann geht die ganze Kette los. Es gibt eine Ansprechstelle, das ist unser Dispatch in Innsbruck. Die sind dafür verantwortlich für unsere gesamte Flugplanung, für Flugplatzöffnungen und so weiter. Die alarmieren dann den Commander und den Co-Piloten und setzen die praktisch in Gang, dass die diesen Flug praktisch beginnen. Dann fahren die Piloten zum Flugzeug. Wien ist der einzige Flugplatz in Österreich, wo man 24 Stunden starten kann, und somit sind die Piloten auch im Bereich Wien während ihrer Dienstzeit bereit und bereiten sich auf den Flug vor. Zuerst beginnen wir immer am Computer, an einem Portal, wo unser Dispatch unsere Flugvorbereitung schon macht. Dort wählen wir unseren Flug aus und dann beginnen wir eigentlich unseren Zettelwerk vorzubereiten. Jetzt normal und für sich nur unsere Papiere vorbereiten, damit wir dann während des Fluges nur mehr eintragen müssen, wann wir welche Punkte, mit welcher Höhe und mit welchem Spritverbrauch wir überfliegen. Relativ leicht ist es im Transplantbereich oder Ambulanzbereich. Wir kriegen sehr viel Direct Routing, das heißt, wir können uns verlassen, dass wir eine der schnellsten Routen kriegen, ohne viel Kurven und so weiter. Wenn wir aus Wien rausgehen, kriegen wir dann wahrscheinlich sofort gleich direkt nach Hannover. Wir haben iPads und benutzen eigentlich einen Paper-as-Cockpit-Prinzip, ein Konzept, dass wir so wenig wie möglich Papier machen. Wir haben alle Manuals drauf, wir haben Wetter drauf, wir haben alle Charts drauf, die wir brauchen, alle Anflugblätter und was immer notwendig ist während des Fluges, haben wir auf diesen kleinen iPads drauf. Wir haben unseren Flugplan, der schon navigatorisch vorbereitet ist, und jetzt tun wir mit dem aktuellen Wetter und mit den Personen, die wir fliegen, unsere Performance berechnen. Das heißt, unsere Geschwindigkeiten, unseren Schwerpunkt, unseren Treibstoffverbrauch. Das Wetter schaut sehr gut aus. Und dann auch für Köln unser Alternate im Falle des Falles, wenn aus irgendwelchen Gründen Hannover nicht gehen sollte, dass wir auch vorbereitet sind für eine Landung in Köln. Dann schauen wir unseren Fuel mit dem, was wir vom Dispatch bekommen haben. 2300 Pfund, das sind 1300, 700 Liter auf jeder Seite. Vom Sprit her sind wir nicht überladen, und das zeigt uns dieser Graph, und somit können wir mit dieser Flugplanung zum Flugzeug gehen. Der es berechnet, unterschreibt es, und dann wird das in unser Backoffice nach Monza geschickt. Dort wird das Ganze dann archiviert. Wir haben im Jahr Einsätze, die sich auf Ambulanzflüge beziehen, zwischen 140 und 200 Flüge. Unsere Destinationen umfassen ganz Europa. Die weitesten Distanzen, die wir bis jetzt geflogen sind, war an und für sich für das AKH Zypern, Larnaca. Das ist der Schutz von unserem Geschwindigkeitsmesser, dass sich da kein Insekt oder kein Schmutz ansammelt. Die kehren weg. Da haben wir noch einen Pin, der sorgt, dass man das Rad nicht überdreht. Der sorgt dafür, dass das Bugrad nicht beim Schleppen überdreht wird.
Batterie von unserem Flugzeug. Diese Batterie schließen wir jetzt an. Und damit und da hinten kommen dann noch die Eisboxen hinein und das Werkzeug und das Besteck von den Ärzten. Und beim Heimfliegen müssen dann die Boxen in der Druckkabine sein, weil da hinten ist kein Druck drinnen. Das heißt, da ist der Umgebungsdruck und da würde es die Lunge zerreißen. Das heißt, beim Heimfliegen, wenn da eine Lunge drinnen ist, ist diese Kühlbox im Flugzeug in der Kabine drin. Wir haben 2 Tanks bei diesen Flugzeugen, einen rechten Wingtank und einen linken Wingtank. Wir tanken heute auf jeder Seite 650 Liter. Beim Tankvorgang wird vorher vom Tanker das Flugzeug geerdet, das heißt die Masse wird kurzgeschlossen, damit durch das Einfüllen vom Treibstoff keine Spannungen entstehen und damit diese abgeleitet werden und somit ist das Flugzeug praktisch nicht geladen. Milos, was haben wir heute zum Abendessen? Nur die feinsten Sachen aus Österreich. Meistens Sandwiches. Aber feines, also Mozzarella, Salami, Ciabattas, alles feine. Die Leute müssen einfach zufrieden sein. Das Wichtigste ist, ob wir genügend Druck haben fürs Ausfahren von Landing Gear und für die Bremsen. Bevor wir jetzt zum Abflug kommen, haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, dass wir das Flugzeug ordentlich durchchecken. Wir haben vorhin die Hydraulikflüssigkeit angeschaut, wir haben geschaut, dass die Bidoncover weg sind und alle sauber sind. Wir haben das Öl gecheckt, wir haben die Hydraulikfluid gecheckt, wir haben die Bremsen gecheckt, wir haben geschaut, ob wir genügend Luft drinnen haben. Und wenn wir jetzt dann mit dem Tanken fertig sind, warten wir nur mehr, bis die Ambulanz kommt mit den Ärzten. Dann kommt der Anruf von der Rettung, dass die Ärzte unterwegs sind vom AKH, sie kommen mit Blaulicht. Die Zeit, die in Anspruch genommen wird für diesen Transport, ist ungefähr 15 Minuten vom AKH bis zum Flugplatz in Wien-Schwächert. Wenn die Ärzte zum Flugzeug kommen, ist das Erste, was sie einräumen müssen, ihre Alu-Boxen, wo sie ihr ganzes Besteck drinnen haben, zum Entnehmen. Dann werden natürlich diese Boxen verstaut, wo das Crasheis drinnen ist. Das Organ wird im Grunde genommen in einer ganz normalen Kühlbox transportiert. Zurzeit transportiert man diese Organe noch gekühlt. Das heißt, sie werden dem Spender entnommen, werden dann in gewissen Flüssigkeiten, in Plastikbehältern, werden die in dieser Kühlbox gelagert und werden dann mit dieser Kühlbox wieder zurückgebracht bis zum AKH, wo sie dann praktisch direkt aus dem Eis herausgerollt werden. Das Eis wird mitgenommen, weil es in sehr, sehr vielen Krankenhäusern nicht genügend Crasheis gibt, weil pro Lungenflügel haben wir ungefähr 20 Kilo Eis. Das heißt, diese Boxen sind prall gefüllt mit Eis, weil die beim Heimfahren dann die entnommene Lunge entsprechend lange kühlen müssen. Das heißt, da haben wir ungefähr eine Zeit von 3 Stunden und in diesen 3 Stunden muss die Lunge ordentlich verpackt und gekühlt sein. Wenn bei uns die Rettung kommt, dann fragen wir, dürfen wir starten? Und dann gibt es nur ein Ja und dann geht es los, also auf dem kürzesten Weg. Also wir können alles das erwarten, was für uns möglich ist im Rahmen einer sicheren Flugabführung. Dann beginnt für die Ärzte im Grunde genommen eine kleine Ruhephase, nämlich dann, wann geflogen wird. Dann können sie sich einmal ein bisschen zurücklehnen. Sie können nicht telefonieren. Während des Fluges haben wir keine Telefonverbindungen. Das heißt, da sind sie eigentlich dann etwas abgeschottet und haben ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten. Da gibt es dann noch Besprechungen, wo man halt die Röntgenbilder anschaut oder gewisse Parameter durchgeht oder eventuelle Komplikationen oder Probleme. Aber im Grunde genommen ist es eine Zeit, wo man sagt, man kommt da ein bisschen runter und bereitet sich dann vor.
Für mich ist es Seelenmassage. Man entflieht dem Alltag, man sieht die Welt von oben, alle Probleme scheinen kleiner zu werden und alles ist so friedlich da. Und es gibt einfach Momente, ob das ein Sonnenaufgang ist oder Sterne-Nachthimmel oder Wolken, verschiedene Lichteinfälle und die ganzen Wetterphänomene mit Tages-Nachtlicht. Das sind einfach immer wieder Eindrücke, die den Menschen normal nicht so zur Verfügung stehen und die genießen wir halt als Piloten in unserer Arbeitszeit. Wir versuchen die Ärzte so zu versorgen, dass sie für das Zeit haben, was sie im Krankenhaus sicher nicht Zeit haben. Sie kriegen eine ordentliche Jause. Was wir immer kriegen, um 3 in der Früh kriegst du natürlich schwer. Ganz was Frisches, aber wir versorgen sie mit Sandwiches und wir versorgen sie natürlich mit Getränken, ist alles an Bord. Wenn man dann an der Destination ankommt, dann geht es schon wieder rund, dann muss schon wieder alles schnell gehen. Das Rettungsauto wartet, fährt mit Blaulicht zum Krankenhaus und dann ist natürlich das Ärzteteam entsprechend gefordert, da möglichst schnell eine sehr heikle Arbeit zu leisten, weil ich glaube einfach, dass das extremst schwierig ist und sehr diffizil, ein Organ so zu entnehmen, dass es nachher auch wieder funktioniert. Da darf man nicht hudeln und gar nichts, sondern das muss mit der entsprechenden Sorgfalt geschehen. Haben wir es geschafft? Wunderschöner Nachtflug nach Hannover. Alles sehr routinemäßig abgelaufen, ruhiger Flug. Die Ärzte haben geschlafen, haben sich vorbereitet und sind jetzt auf dem Weg nach Minden. Fahren jetzt mit dem Auto 1 Stunde und dann sind sie eigentlich 2 Stunden gefordert, wenn sie dann die Lunge entnehmen. Ich habe gerade gehört, das zweite Flugzeug kommt in ein paar Minuten. Es ist wieder ein Team, das das Herz abholt. Also es werden dann 2 Flugzeuge da sein und eins habe ich schon gesehen. Ich glaube, da vorne ist auch ein Ambulanzflieger. Also sind bereits 3 Teams vor Ort und wenn alles planmäßig läuft, dann fliegen wir in 4 Stunden wieder zurück nach Wien. Und dort vor Ort, wo man dann hinfliegt, wird dann meistens gewartet, bis alle Teams da sind. Also es werden ja mehrere Organe einem Spender meistens entnommen, beginnend mit dem Herz, das am zeitkritischsten ist. Also das Herz muss relativ schnell wegkommen und wieder im neuen Patienten schlagen. Das heißt, wir reden da von einer Zeit von 7 Stunden. Als nächstes kommt die Lunge, dann die Leber und Niere und ab und zu auch noch Pankreas. Es kann natürlich auch leider ab und zu passieren, dass das Organ nicht brauchbar ist. Und dann fliegen wir ohne Organ wieder nach Hause. Ist aber eher der seltene Fall. Unsere Flotte umfasst zurzeit 2 Citation Jet 1, also das sind eigentlich die kleinste CJ, wir sagen Citation Jet, CJ sagen wir dazu, mit einer Sitzanzahl von 5. Die haben eine Reichweite, sage ich jetzt einmal, wenn sie voll besetzt sind, haben wir ungefähr eine Reichweite von 700-800 Meilen. Das sind mal 1,8, reden wir ungefähr von 1500 Kilometer. Wir haben dann noch 2 Citation Jet 2 mit 6 bzw. 7 Sitzplätze. Die haben dann eine Reichweite mit voller Beladung ungefähr mit 800, 900 nautischen Meilen. Also reden wir dann von 1700 Kilometern. Und dann haben wir noch eine Citation XLS und da reden wir dann bei voller Beladung an die 2000, 2500 Kilometer. Aber die wird man relativ wenig brauchen, weil die Destinationen nicht so weit weg sind, weil es die Zeit nicht erlaubt, so weit weg zu fliegen, weil dann das Organ zu lange unterwegs ist.
es mit? Ja, natürlich. Die Ärzte erwarten von uns einen professionellen Job und das Krankenhaus erwartet auch von den Ärzten, dass sie ihren Job machen, und ich glaube, dass sie den Job gut machen, weil das AKH Wien zum Beispiel ist das Nummer 3 der Welt mit der Anzahl der Lungentransplantationen und hat eine extrem hohe Reputation weltweit. Also ich glaube, dass die sehr wohl eine tolle Arbeit leisten. Entnehmen das Organ selbst, kommen wieder zurück auf dem schnellsten Weg, teils mit Hubschrauber, teils mit Bodentransporten, mit Blaulicht, kommen zum Flugzeug. Wir fliegen auf schnellstmöglichen Weg wieder zurück nach Wien. Wir fliegen auf der kürzesten Strecke von A nach B. Wir brauchen nicht warten, sofern es möglich ist, dass wir bei einem Landeanflug irgendwo hinten angereiht werden, sondern wir dürfen an und für sich mit Priority dürfen wir so schnell es geht hinein. Es gibt eigentlich, so viel ich weiß, nur noch eine Möglichkeit, es ist eine Medical Reason, wenn irgendein Airline oder irgendwas wirklich einen Ernstfall hat an Bord, dass der vielleicht noch vor uns darf, aber das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Wir fliegen auf schnellstmöglichen Weg wieder zurück nach Wien. Dort wartet die Rettung. Die Rettung fährt wieder ins AKH und so ist diese Kette praktisch geschlossen. Und diese Logistikkette sollte möglichst kurz sein, damit man Zeit genug hat, das Organ entsprechend weiter zu verwenden.
An und für sich sind wir wieder einmal pünktlich und gut das Ganze runtergeflogen und wir haben es gut abgearbeitet. Wir waren pünktlich. Gott sei Dank ist die Lunge etwas geworden, was wieder für uns auch eine Art Befriedigung ist, dass wir nicht leer heimgeflogen sind. Wir haben praktisch ein Organ mit nach Hause gebracht. Die Rettung ist jetzt unterwegs. Jetzt sind wir relaxed. Jetzt liegt es wieder an den Ärzten, den restlichen Teil dieser Transplantation durchzuführen. Unser Teil ist, glaube ich, erfolgreich beendet. Wir sind pünktlich weggekommen, wir sind pünktlich wieder angekommen und jetzt wünschen wir eigentlich nur noch dem Patienten alles Gute und hoffen, dass er mit dieser Lunge noch ein schönes, langes Leben genießt. Wenn man mich fragt, wenn ich einmal zum Fliegen aufhören sollte oder in Pension gehen muss oder was würdest du machen? Nachher würde ich sagen, das Gleiche wieder. Eigentlich möchte ich nicht aufhören. Allerdings ist die Zeit bei einem Berufspiloten mit 65 ganz definitiv beschränkt.